Besondere Kartenfalttechniken sind ja hier total beliebt. Heute gibt es eine weitere Kartenfalttechnik für dich, eine ganz besondere, die Hidden Flip-Flop Pop-Up Card. Gesehen habe ich eine ähnliche bei Rachel Tessmann. Das hier ist meine erste Karte in dieser Form und ist für einen Gartenfan, einen Held in Handschuhen. Heute möchte ich mit der gleichen Technik eine Osterkarte gestalten, und zwar mit dem Stempelset Ostergrüße. Ich finde, es ist ein total toller Effekt. Ich zeige dir mal diese hier noch. Anders gestaltet, aber auch mit versteckt. Ja, ein toller Effekt und gar nicht schwer, also bleib unbedingt dran. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Letztens habe ich dir diese Double Slider Card gezeigt mit Ostergrüßen und heute gibt es eine weitere Osterkarte, diesmal die Hidden Flip-Flop Pop-Up Card. Letztens hatte ich dir schon die Popping Flap Card gezeigt. Mal hier raus, die hat auch eigentlich eine ähnliche Mechanik, nur innen ist sie dann anders gestaltet. Ja, also schauen wir mal, wie das losgeht. Ich bin gespannt. Ostergrüße liegen auf dem Tisch. Eine Karte mit den Küken und ich sage dir zuerst, was du brauchst und dann können wir zusammen basteln. Die verwendeten Materialien kannst du einfach und direkt über meinen Online-Shop bestellen. In der Beschreibung unter dem Video habe ich das für dich verlinkt. Du findest dort auch alle aktuell lieferbaren Produkte von Stampin' Up. Bei Fragen einfach direkt zu mir und ansonsten wird jetzt gebastelt. Okay, ich sage zuerst die Papierzuschnitte. Für die Karte außen benötigst du ein Stück Farbkarton in den Maßen 10,5 x 26 cm und falzt ihn bei 11,5 cm. Dann schneidest du von dem zweiten Streifen, der dann übrig ist, der ist auch 10,5 cm, schneidest ihn auf die Länge von 27 cm und kürzt ihn auf 9,5 cm in der Breite. Also 9,5 x 27 cm. Übrig bleiben dann zwei Schnipsel und aus denen schneidest du dir in 10,5 x 2 cm zwei Klebeflächen zurecht, damit da eine Falzlinie. Falz die schon mal und setzt sie an das erste Teil. Wir erinnern uns, 10,5 x 26 cm mit etwas Abstand von Knick hier auf der linken Seite auf die lange Seite an. So, schon mal präpariert. Jetzt holen wir uns nochmal den Papierschneider, mit dem wir auch falzen können, und legen unser kurzes Teil ein und brauchen noch Falzlinien bei 10, bei 12 und bei 14. Und die falzen wir auch gleich mal einmal nach rechts, links und noch nach rechts. Und dann haben wir in der Mitte hier so einen kleinen Aufsteller. Ja, dann, wenn wir den einmal haben, nehmen wir den gleich und kleben den aufeinander. Und brauchen dann für die Mechanik genau noch ein Element und der Rest sind Verzierungen mit Designerpapier und Stempelmotive. Legen wir aufeinander, schließen das gut, schauen, dass wir den hier gut beide Richtungen gefalzt haben. So sitzt unser Mittelteil. Legen wir schon mal grob hier rein. Jetzt brauchen wir Farbkarton, letztens schon mich immer verdreht, Designerpapier. Und zwar für außen ein Stück in 10 x 11 cm und ein zweites Stück in 10 x 4 cm. Für außen und hier drüben für das Element kleben wir, wenn wir diese Klebeflächen angebracht haben. Und für innen brauchen wir Designerpapiere in den Maßen 9 x 9,5 cm und 9 x 12,5 cm. So, hier habe ich noch einen Streifen, den brauche ich dann wahrscheinlich zum Schriften. Und dann kleben wir das einfach da mal in unsere Karte schon mal rein.
Ich muss mal kurz überlegen, ob ich hier noch eine Klebe in Designerpapier haben möchte. Wie habe ich das bei den anderen gemacht? Jetzt mal schauen. Ja, habe ich. Also merke, du brauchst 2 Elemente in 9 mal 9,5 cm. Werden wir uns gleich noch eins zuschneiden. Da habe ich ein bisschen gepennt vorhin. Immer so, weil ich probiere Sachen aus und baue vor und zurück und schaue, wie die für mich am besten passen und wie die Mechanik am einfachsten funktioniert. Und dann sind da oft viele Sachen gleichzeitig. Und da ich mehrere Karten gerade auf dem Tisch habe, vergesse ich das natürlich aus dem Stand. Mal wieder auf meine Zettel gucken, was habe ich denn jetzt überlegt. Okay, das so rum. Brauchen wir hier noch eine Seite, die hole ich. Moment. Nehmen wir hier so ein Stück. Und da habe ich ja gesagt 9 mal 9,5 und das nehmen wir hier in dem schönen, krachigen Gelb. 9 und 9,5. Hier schneide nicht zu weit weg, brauchen wir gleich. Ja, nehmen wir das Gelb oder nehmen wir, bin ich mir natürlich doch, wir nehmen das Gelb, das ist schön. Also die Blumen einstreichen und das Gelb. Und jetzt kommt noch der ganz wichtige Streifen für die Mechanik. Und ich habe ja schon gesagt, ich habe mir das ähnlich zurecht überlegt mit den Maßen und der Größe wie bei der Popping Flap Karte. Falls du die also schon mal gesehen hast bei mir, gleiche Sache. 8 mal 7 cm, ein Stück Designerpapier. Auf der kurzen Seite eingelegt brauchen wir an beiden Enden eine Falzlinie von 1 cm. Kurze Seite, mal gesagt, genau 1 cm. Dann nehmen wir doppelseitiges Abreißklebeband. Wird hier auf den linken Streifen geklebt, so rum. Und jetzt drehen wir es einmal um und kleben auf den rechten Streifen das gleiche auf die andere Seite. Und jetzt falzen wir die schon mal. Falzen wir so rum. Und drehen. Und dieses Element hier wird gewellt. So, und dann nehme ich mein Falzbein, wenn ich jetzt das hier auf die lange Seite nehme, hier lang ziehen. Du bei dir eine schöne Tischkante hast, kannst du es auch lang ziehen. Habe ich auch, aber nicht gleich hier nah, weil hier ist bei meinem Schreibtisch alles ein bisschen rund. Ich habe einen runden Schreibtisch, auch eine schöne Sache. Okay, so, dann falten wir das mal hier rauf. Haben hier die eine Klebefläche, ziehen die Schutzfolie ab und setzen das an den Rand hier auf die linke Seite mittig auf, drücken es an, muss gut halten. Und das war's. So. Und jetzt schauen wir mal, ob wir an alles gedacht haben. Wir kleben hier noch den Streifen in 10 mal 4 cm ein. Wie gesagt, wichtig, dafür musst du die Klebeflächen vorher angeklebt haben. Kleben wir hier auf diese Seite. So. Und hier drüber kleben, deswegen, ja, damit das dann da nicht klemmt. Dann setzen wir das aus, nehmen eine unserer Bastlerschraubzwingen, also eine Klammer hier, setzen das so auf, dass die Mattungen gut sitzen. Drauf, schauen, dass der Abstand hier stimmt. Schauen uns nochmal die Wellung an. Passt die? Notfalls nochmal drüber ziehen. Hier ist die Klebefläche, ziehen wir ab. Hier sind Klebeflächen. Schutzfolien ziehen wir ab. Das weißt du ja schon, dass ich immer sage, ich ziehe die Klebefläche ab und dann doch nur die Schutzfolie abziehe. Gerade muss das Ganze sitzen, der Abstand muss stimmen. Die Ecken rum. Jetzt ist der Moment der 4 Hände, aber wir schaffen das auch so. Und von der Seite klappen wir das Ganze oben drauf. So, jetzt streichen wir flach. Erstmal hier am Rand. Und hier die Klebefläche, die vermuten wir ja hier in etwa. Richtig? Großflächig streichen und dann schauen wir mal, ob es funktioniert. Wir ziehen hier vorsichtig, es funktioniert und Popping Flap, ne?
Flip-Flop, Pop-Up. Flip-Flop, Pop-Up. Hidden. Hidden heißt, das weiß der Geocacher. Nein, Hidden heißt Hinweis, aber Hidden heißt versteckt. Geocacher sollten mal ganz vorsichtig sein. So, jetzt haben wir hier außen uns noch überlegt, dass wir ja hier das Designerpapier haben. Meine Karte wird so rum aufgebaut, ähnlich wie hier. Ja, oder wie hier. Da ist noch ein Bändchen dran. Landschaft. Das spiegeln sich die Bäume. Das ist so ein cooles Designerpapier, oder? Neue Horizonte. Total schön. Ja, mache ich also bei dieser Karte auch, dass es nach unten geht. Und dann setze ich mir hier oben, was setzen wir noch drauf? Das Element, hatte ich schon gesagt, ist 10 x 11 cm, habe ich schon gesagt. Dann habe ich ein Band, das was ich gerade gefunden habe. Ostergrüße schon mal gestempelt und hier mein wunderbar sehr beliebtes Pergament mit der Schrift. Das reiße ich jetzt einfach mal so ein bisschen, wollte ich schöner machen, ne? Weißt du, wie es schöner geht? Du nimmst praktisch das Lineal, legst es hier so fest und reißt es dann ab. Dann ist es zwar gerissen, aber echt elegant. Moment. Ja, bis auf unten. Da muss es natürlich wieder ein bisschen schwächeln. Okay, kleben wir da drauf, aber ich nehme ruhig dieses größere Element. Setze ich da drauf. Wie klebe ich das? Sparsam vor allem. Kleben wir auf die linke Seite komplett Klebestreifen. Setze das hier aufs Designerpapier. Gerade auf. Ja, setze noch die Schleife oben drauf und die präpariere ich mir am besten um die Ecke rum. Also setze ich das hier drauf und auf die Rückseite an möglichst die gleiche Stelle auch noch mal ein Stück Klebefolie. Nein, doppelseitiges Abreißklebeband. Tag ist auch schon eine Weile lang, da lässt hier die Konzentration nach. Ist so. Gerade setzen, genau, gut erwischt. Und jetzt kürzen wir uns das. Das reicht noch für eine Schleife und wahrscheinlich noch für eine Lochung zum Ziehen, so wie hier. Genau, dann klappen wir um und haben das schön verdeckt geklebt. Ich möchte, dass das richtig gut hält, also setze ich mir jetzt mal so doch den doppelseitigen Abreißkleberstreifen drauf und mal keinen Flüssigkleber. Und ein bisschen Hinz und Kunz und vor und zurück. Gut an die Kanten. Und ruhig nochmal in die Richtung. Es ist ja doch recht viel Spannung auf der Karte. Dadurch wölbt die sich so ein bisschen. Weil wir da ja einiges an Mechanik eingepackt haben. Ich mache das mal zu, man weiß nie. Ja, schauen wir mal. So rum. Setzen wir das jetzt hier schön drauf. Mattungen halbwegs gerade, hat funktioniert. Wenn wir merken, dass das wie hier unten so ein bisschen hoch steht, dann nehmen wir uns mal einen von unseren Klebepunkten hier und setzen den da unten an die Ecke. Der ist relativ blickdicht, also man sieht ihn nicht. So. Das machen wir hier ruhig auch nochmal, dann hält das gut. Und hier draus machen wir eine Schleife. Na, sagt sie so einfach, ne? Und dann passt du auf. Großen Ohren werden kleine Ohren, pass auf. Nein, warte. Ab. Schere verschleppt. Werden gleich hier draufkleben und die Größe da so ein bisschen dran. Es soll nämlich so sein, dass das außen aussieht wie harmlos und dann machst du es auf und dann kommen unsere Innenelemente zutage. Ja? Und wie gesagt, da setzen wir die Ostergrüße drauf. Da gehen wir dann noch auf Abstandsklebepunkte, weil mit denen können wir innen nicht arbeiten. Wir wollen sie verbrauchen. So, hier zwischen so ein bisschen rangesetzt. So, das ist schon mal soweit fertig. Jetzt machen wir auf. So, okay. Liegt relativ flach hinten. Wenn dir das zu dick ist da und du das flacher liegen haben möchtest, dann müsstest du an der Stelle einfach auf die Schleife verzichten.
So, grundsätzlich hatte ich ja hier ein Stück Farbkarton in Grundweiß und wir wünschen ein frohes Osterfest. Dachte ich mir, kann ich noch stempeln und setze ich da innen rein. Ja. Heute kannst du übrigens beim Stempelnerd und bei Annalena Doberschütz ebenfalls mit diesem Stempelset Ideen sehen. Weil wir haben uns gesagt, ein Stempelset, 3 Ideen, warum nicht? Machen wir. Ja, also unbedingt. Ich verlinke dir das zu Annalena und zum Stempelnerd. Beide haben sich tolle Sachen mit diesem Stempelset. So, jetzt setzen wir das dahin. Ich habe ja schon mal ein paar Küken vorbereitet. Dann will ich dir noch eine Idee zeigen. Dieses Stempelset hat ja so Tiere, die total cool aussehen. Also Jonas der Stempelnerd hat sich gleich in den Hasen verliebt und gesagt, den braucht er unbedingt. Ich fand das Küken witzig, das fand Annalena auch witzig. Waren wir uns dann gar nicht mehr einig, wer welches am lustigsten findet. Ja, da sind aber so Fransen an den Tierchen. Und wie man damit umgeht, wie ich das mache, zeige ich dir gleich. Ich koloriere ja gern mit den Stampin' Blends. Hier klebe ich erstmal das ein. Und du siehst, ich habe hier links ein bisschen Platz gelassen. Da setze ich das Küken hin. Und wie gesagt, dadurch, dass das ja alles sich schön zusammendrückt, arbeite ich nicht groß mit Abstandsklebern oder sowas, sondern ganz flach. Mal unten die Füße noch ein bisschen sichern mit Klebstoff, dass die dann. Und dann setze ich das gleich hier drauf. Ich habe mir aber überlegt, um das so hinzubekommen, dass die Fusseln noch zu sehen sind, habe ich bei dem Element, was ich hier habe, die Fusseln abgeschnitten und dann bis an den weißen Rand koloriert und setze praktisch jetzt das Element da nochmal auf und nehme dann mein koloriertes Element aus Grundweiß und setze das wieder oben drüber. Das hat zur Folge, zeige ich dir gleich, dass die Fusseln dann wieder da sind. Schau mal. Dadurch, dass die auf dem Papier, in dem Fall auf dem Designerpapier im Hintergrund sind sie wieder gut zu sehen. So fein hätte ich das nicht ausschneiden können, aber sie schauen da um die Ecke. Ja, und ähnlich mache ich das jetzt bei meinem versteckten Element hier. Ich schneide mir erstmal den Streifen noch ein bisschen schmaler. Mal gleich mit der Schere, das haben wir früher ja auch so gemacht. Und setze hier meine Graskante hin, so ein bisschen. Und dann kommen wir zu dem kleinen Küken, dem knubbeligen da. Und daneben kommt dann das springende Küken. Das sind die beiden Überraschungen, die aus der Karte rauskommen, wenn du sie öffnest. So. Hier kommt das eine Küken und daneben das andere Küken. Das kolorieren wir schnell noch. Du weißt ja, da legen wir was unter. Und ich habe mich entschieden, ich nehme Papaya und Safrangelb. Schnabel kommt hier mal locker in Papaya, die Füße auch. Und an die äußeren Kanten setze ich auch Papaya. Und da ich ja gesagt habe, ich habe die Fransen abgeschnitten, gehe ich hier bis ganz an den Rand. So. Und dann kommt das Safrangelb, zuerst das Dunkle. Also ich male ja gerne, wie du weißt, vom Dunklen ins Helle. Wieder da, wo dunkle Elemente sind. Diese Schatten im Stempelset sind. So. Und zum Schluss das ganz helle. Du könntest natürlich auch weiße Flächen lassen oder du nimmst dann den Verblender und malst sie wieder weiß. So, und jetzt habe ich mir Farbkarton genommen in
Safrangelb. Hol mir das große Küken auf den Block. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wo wir das Stempelset abgelegt haben. Hier drüben. Stempel es mit Memento auf das Safrangelbe. So, da sitzt es. Ein bisschen was ging daneben, das macht aber nichts. Zeige ich dir das nochmal. Ich habe praktisch hier die ganzen Fusseln dran und hier habe ich sie abgeschnitten. Und jetzt schneide ich das aus. Vorher klebe ich das aber auf. Macht sich nämlich viel leichter. Dann schneide ich es aus und habe die Fusseln auch hier auf dem gelben Rand. Ein Element auf dem Papier hatte. Sind jetzt hier auf dem gelben Rand. Abwischen. Auf die Seite legen, sonst klebt mein ganzer Arm gleich. Und jetzt setze ich das hier drauf. Und wenn ich gut geschnitten habe, ist so gut wie nichts Weißes zu sehen, aber die schwarzen Fusseln im Hintergrund. Und dann schaffen wir es auch, dass wir die Fusseln da, die echten Fransen von unserem Küken, sogar in die Luft transportiert bekommen. So. Mal ausschneiden, jetzt schauen, dass die Fusseln stehen bleiben. War der Effekt umsonst. Hat gleich den Vorteil, dass die Rückseite dann gut versäubert ist, weil dadurch, dass unsere Figuren ja dann so ein bisschen im Raum schweben, kann man sie natürlich auch von der Rückseite betrachten. Und damit wir da nicht auf die Koloration schauen, ist das gleich versäubert. Kannst du natürlich, wenn du das drauf hast, also ich nicht, ich habe es nicht drauf, die Rückseite ganz fein nachmalen. Wer es kann, ne? Also ich kann es nicht. So, jetzt Küken und Küken. Und jetzt schauen wir nochmal, wie rum wollen sie springen. So rum. Ich glaube, so rum ist schicki. So. Da. Wir malen sie unten mit Verbindung, aber so weit wie möglich nach oben. Das Küken Nummer 1. So. Und dann bringen wir Küken. Das setzen wir hier hin. Gucken, dass da nichts am Ende zur Karte breiter wird als die Karte. Ja, du verstehst. Schauen, dass wir auf der Rückseite keinen Klebstoff haben, weil sonst klebt es uns zu. Auf Nimmerwiedersehen. So. Lassen wir mal kurz so. Reden wir noch kurz über Bling Bling und über die Stanzung. Mal sehen, was wir finden. Hier haben wir doch noch so eine Lochstanze. Notfalls zeichnet ihr das an. Ich lege das hier auf. Ich bin da jetzt mal so ein bisschen auf Augenmaß. Suche mir hier die Mitte bei 5. Stanze ein Loch rein. Das war natürlich das kleine. Und zweite Stanze. Mal das gleiche. So. Und ziehe mir mein Bändchen dadurch. Weißt du, da habe ich meine Häkelnadel hier liegen für Notfälle. Das schleife ich mir dann gleich nochmal mit einem anderen Fädchen fest. Aber ich kann das hier rausziehen. So, rein damit. Mustergröße. Und hier, pass auf, schwuppdiwupp, kommen unsere Küken wieder raus. Ja, das ist meine Osterkarte. Jetzt schaue ich mal, dass ich hier vorne noch so ein bisschen heute mit Bling Bling arbeite, weil so Ostern kann man ja schon so mal so ein bisschen festlich gestalten. Ja. Ja, da schaue ich, ob da noch was kommt hinterher. Und dann wird das Schleifchen hier noch vorne festgebunden und meine Hidden Flip-Flop Pop-Up Card zu Ostern fertig. Jo, so stellen wir die hier hin. Freuen uns, dass wir das geschafft haben. Hier ist die Popping Flap Card nochmal zum Zeigen. Kann ich dir gern verlinken. Und die Double Slider Card und die 2 anderen Karten hätten wir natürlich auch noch mit anderen Motiven. Willst du sehen? Schreib mir das einfach.
ich schaue mal, was sich machen lässt. Ja, das war's für heute. Gib mir gern einen Daumen hoch. Kommentare sind total beliebt. Vielleicht abonnierst du noch meinen Kanal, wenn du noch nicht hast. Und ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag. Hier geht's weiter mit weiteren Anleitungen und Tipps. Also bleib dran und sei gespannt. Bis gleich in meinem nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.